Stellen Sie sich einen Moment vor, in dem Ihr Schicksal nicht mehr in menschlichen Händen liegt. Ein Moment, in dem eine kalte, berechnende Intelligenz über Ihr Weiterleben entscheidet. Diese Vision ist keine ferne Science-Fiction mehr, sondern eine beunruhigende Realität, die sich vor unseren Augen entfaltet. Wir sprechen von künstlicher Intelligenz, die über Leben und Tod urteilt. Eine Drohne schwebt lautlos über Ihnen, Ihr Sensor scannt Ihr Gesicht. Ein Algorithmus analysiert Ihre Daten, Ihre Bewegungen, Ihre Zugehörigkeit. Dann, in einem Bruchteil einer Sekunde, fällt die Entscheidung. Was, wenn eine Maschine Ihr Schicksal bestimmt? Was, wenn ein Code, geschrieben von Menschen, aber ohne menschliches Gewissen, das Urteil spricht? Diese Fragen sind nicht länger hypothetisch. Sie sind die drängendsten ethischen Herausforderungen unserer Zeit. Autonome Waffensysteme sind keine Zukunftsmusik mehr. Sie sind bereits Realität, ein fester Bestandteil der militärischen Strategien weltweit. Die Grenzen zwischen Science-Fiction und der harten Wirklichkeit verschwimmen zusehends. Militärs auf der ganzen Welt investieren gigantische Summen in diese Technologie. Es ist ein Wettlauf, ein gnadenloser Wettbewerb um die Vorherrschaft in der Kriegsführung der Zukunft. Milliarden fließen in die Entwicklung dieser tödlichen Maschinen. Die Vereinigten Staaten, China und Russland sind die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung. Sie sind die Pioniere in einem Bereich, der das Potenzial hat, die Menschheit für immer zu verändern. Ihre Forschung und Entwicklung schreitet unaufhaltsam voran. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie ist das Gehirn hinter diesen Systemen, das Herzstück ihrer tödlichen Effizienz. Ohne KI wären diese Waffen nicht denkbar, nicht in ihrer aktuellen Form. Die KI übernimmt die Zielerkennung mit beispielloser Präzision. Sie analysiert Bedrohungen in Echtzeit und plant die Reaktion in Millisekunden. Menschliche Reaktionszeiten sind dagegen hoffnungslos unterlegen. Das Ziel ist klar: Entscheidungen sollen in einem Tempo getroffen werden, das menschliches Denken übersteigt. Es geht um die ultimative Effizienz, um den entscheidenden Vorteil auf dem Schlachtfeld. Das beunruhigendste Merkmal dieser Systeme ist ihre Autonomie. Sie treffen Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen, ohne die Notwendigkeit einer Bestätigung. Einmal aktiviert, agieren sie eigenständig. Die Fähigkeiten dieser KI-Systeme sind atemberaubend und erschreckend zugleich. Sie können Gesichter erkennen, selbst in großen Menschenmengen und unter schwierigen Bedingungen. Ihre Präzision ist unheimlich. Stimmen werden identifiziert, selbst wenn sie nur flüsternd gesprochen werden. Bewegungsmuster werden analysiert, um Absichten zu deuten. Nichts entgeht dem wachsamen Auge dieser Algorithmen. Sie können sogar Emotionen interpretieren, basierend auf Mimik und Gestik. Diese Daten werden gesammelt, verarbeitet und in die Entscheidungsfindung einbezogen. Ein umfassendes Profil wird erstellt. Deep Learning ermöglicht es diesen Systemen, selbstständig Feinde zu identifizieren. Sie lernen aus riesigen Datenmengen, was eine Bedrohung darstellt und wer eliminiert werden muss. Das System definiert seine eigenen Ziele. Doch hier liegt eine der größten Gefahren, die inhärente Voreingenommenheit der KI. Algorithmen werden mit Daten trainiert, die menschliche Vorurteile widerspiegeln können. Diskriminierung kann so automatisiert werden. Was, wenn die KI einen Fehler macht? Was, wenn ein Algorithmus eine falsche Entscheidung trifft, basierend auf unvollständigen oder fehlerhaften Daten? Wer trägt dann die Verantwortung für die Konsequenzen? Fehler, die auf statistischen Analysen basieren, sind schwer nachzuvollziehen. Es gibt keinen menschlichen Operator, der zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die Schuld verschwimmt im Code. Die KI besitzt kein moralisches Verständnis. Sie kennt keine Empathie, kein Mitgefühl, keine Reue. Ihre Entscheidungen sind rein logisch, basierend auf den ihr einprogrammierten Parametern. Viele autonome Systeme sind bereits voll einsatzfähig. Sie warten nicht auf eine ferne Zukunft, sondern sind schon heute Teil der militärischen Realität. Ihre Präsenz ist unbestreitbar. Die zentrale Frage, die uns alle beschäftigen muss, ist die nach der menschlichen Rechenschaftspflicht. Wo liegt die Verantwortung, wenn eine Maschine tötet?
Wer wird zur Verantwortung gezogen? Wenn ein Fehler passiert, wenn unschuldige Leben ausgelöscht werden, wer ist dann schuld? Ist es der Programmierer, der Befehlshaber, der Hersteller oder ist es niemand, weil es eine Maschine war? Die KI operiert ausschließlich auf der Grundlage von Statistiken. Sie kennt keine Moral, keine Ethik, keine menschlichen Werte. Ihre Entscheidungen sind kalt und berechnend, ohne jegliches Gewissen. Ein weiteres signifikantes Problem ist die Gefahr des Hackings. Diese hochkomplexen Systeme sind anfällig für Cyberangriffe. Ein einziger Code kann verheerende Folgen haben. Stellen Sie sich vor, Terroristen erlangen die Kontrolle über autonome Waffensysteme. Sie könnten diese Maschinen nutzen, um Chaos und Zerstörung zu verbreiten, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Eine noch beunruhigendere Vorstellung ist, dass Staaten diese Waffen gegen ihre eigene Bevölkerung einsetzen könnten. Ein Regime könnte seine Bürger mit autonomen Drohnen überwachen und unterdrücken. Die Ironie ist grausam. Eine Technologie, die ursprünglich zum Schutz und zur Verteidigung entwickelt wurde, könnte zur Massenvernichtung führen. Sie könnte sich gegen ihre Schöpfer wenden. Diese Entwicklung ist eine ethische Katastrophe, die sich vor unseren Augen abspielt. Die Menschheit steht an einem Scheideweg, an dem sie über ihre eigene Zukunft entscheiden muss. Die Vereinten Nationen und zahlreiche Forscher fordern dringend ein Verbot autonomer Waffensysteme. Sie sehen die Gefahr und warnen vor den unumkehrbaren Konsequenzen. Ihre Stimmen werden lauter. Doch die Kontrolle dieser Technologie ist eine immense Herausforderung. Sie ist schwer zu regulieren, da die Entwicklung in vielen Ländern gleichzeitig und oft im Geheimen stattfindet. Es fehlt ein globaler Konsens über ein Verbot. Nationale Interessen und der Wunsch nach militärischer Überlegenheit überwiegen oft die ethischen Bedenken. Die Welt ist gespalten. Die aktuelle Situation gleicht einem globalen Wettlauf. Jeder will die perfekte Killermaschine entwickeln, die ultimative Waffe, die den entscheidenden Vorteil im Krieg sichert. Doch dieser Wettlauf führt uns in eine düstere Zukunft. Eine Zukunft, in der der Wert eines menschlichen Lebens von einem Algorithmus bestimmt wird. Eine Zukunft, in der Maschinen über unser Schicksal entscheiden. Wenn wir zulassen, dass Maschinen entscheiden, wer lebt und wer stirbt, dann haben wir unsere Menschlichkeit verloren. Dann haben wir die Kontrolle über unser eigenes Schicksal aufgegeben. Es ist ein dringender Appell an uns alle, an die Menschheit. Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Die Zeit drängt und die Konsequenzen unserer Untätigkeit wären verheerend. Denken Sie darüber nach, was es bedeutet, wenn die letzte Entscheidung nicht mehr von einem Menschen getroffen wird. Reflektieren Sie die ethischen Implikationen, bevor diese dystopische Vision zur Realität wird. Die Zukunft liegt in unseren Händen, nicht in denen einer Maschine. Es ist unsere Verantwortung, die Menschlichkeit zu bewahren und eine Welt zu schaffen, in der das Leben unantastbar bleibt. Abonniere Next Level KI, wenn du wissen willst, wo Technik aufhört und Wahnsinn beginnt.